Legacy Software. Der unsichtbare Feind in deinem Unternehmen, der sich langsam zu auch deinem ganz persönlichen Karrierekiller entwickeln kann. Legacy Software frisst sich nicht nur durch die Ressourcen eines Unternehmens, sondern auch durch Karrierechancen. Und ich habe in letzter Zeit vermehrt Nachrichten von euch bekommen, wo ihr euch genau darüber beklagt. Und auch wenn ihr damit noch nie zu tun hattet, solltet ihr euch auf die Arbeit mit Legacy Software vorbereiten. Denn die meisten Unternehmen kämpfen damit, vor allem in Deutschland. In diesem Video erfährst du deshalb, was es mit Legacy Software auf sich hat, welche Risiken sie birgt und wie du als ITler am besten damit umgehst, um sogar vielleicht noch etwas für deine berufliche Zukunft Positives rauszuschlagen. Und ja, ich habe tatsächlich ein paar Tipps für euch, wie man mit Legacy Software auch ein bisschen die Karriere vorantreiben kann. Aber bevor wir ganz kurz in dieses Thema eintauchen, in eigener Sache, ich habe vor kurzem einen Newsletter rausgebracht, den ihr natürlich komplett kostenlos abonnieren könnt. Der aktuelle Plan sieht vor, dass ich euch einmal in der Woche, meistens freitags, die wichtigsten Ereignisse und News zusende. Also neue Videos von mir, Projekte, aber auch immer ein, zwei, vielleicht auch 3 Highlights, die es nicht in ein eigenes Video geschafft haben. Das Ganze soll aber mit euch wachsen und deswegen brauche ich vor allem natürlich euer Feedback, also was ihr euch da wünscht. Das wäre ultra wichtig für mich. Den Newsletter findet ihr übrigens auch über meine neue Portfolio-Seite, die ich jetzt auch endlich fertig habe. Und dort seht ihr auch einen Überblick über die ganzen Social-Media-Kanäle. Ich mache ja nicht nur den hier und was ich eigentlich alles noch so nebenbei mache. Link ist natürlich jetzt in der Beschreibung und auch hier als QR-Code eingebettet. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Oh, und ebenfalls kurz in eigener Sache, ich bin am 25. April in Darmstadt auf dem ITCS. Für die, die es nicht wissen, der ITCS ist eine Art kostenloses Karrierefestival. Es ist eine Art Messe, aber es gibt auch Arcade Games, eine geniale Afterparty und spannende Vorträge, unter anderem von mir. Ich werde dort so richtig also auf der Bühne stehen und euch was über IT erzählen dürfen, wie sonst nie. Aber falls ihr Lust habt, noch ein bisschen länger zu connecten danach oder davor, dann hätte ich natürlich auch mega Lust. Ich bin die ganze Zeit dort und ich werde das Ganze auf Instagram begleiten und ja, ich freue mich auf euch. Also, was ist Legacy Software? Legacy Software, das klingt jetzt erstmal nach einem abstrakten Begriff, den sich irgendwelche Informatikprofessoren ausgedacht haben, aber in Wirklichkeit ist es etwas, das uns alle betreffen kann und zwar sehr viel schneller, als uns das eigentlich lieb ist. Also stellt euch das Folgende vor, ihr fangt einen neuen Job in der IT-Abteilung eurer Firma an. Voller Elan seid ihr dann mit den ersten Projekten vertraut geworden und dann passiert Folgendes. Der Kollege bittet euch, mal eben ein System zu überprüfen, das in letzter Zeit häufiger Probleme macht und mit dem ihr vielleicht entfernt interagieren musstet. Und dann fragt ihr nach, was genau denn eigentlich dieses System macht, warum das da ist. Und ihr erfahrt, dass es sich um irgendeine uralte Anwendung handelt, die schon seit Jahrzehnten läuft und keiner weiß so genau, wie sie funktioniert, aber irgendwie hängen alle Geschäftsprozesse an dieser einen Anwendung dran. Und naja, der einzige Experte dafür ist dann halt letztes Jahr in Rente gegangen. Die Dokumentation, falls vorhanden, ist sehr dürftig und bumm, da ist sie, eure erste Begegnung mit einem echten Legacy-System. Und glaubt mir, genau das ist leider kein Einzelfall. Und auch die Angabe mit Jahrzehnten ist nicht übertrieben. Ich wünschte, es wäre so, aber ich bekomme wirklich häufig Nachrichten von verzweifelten Zuschauern, die sich mit genau solchen Situationen, naja, anfreunden dürfen. Die schreiben mir meistens über Instagram. Ja, ich bin dort irgendwie auch vertreten. Naja, egal. Da schreibt mir also zum Beispiel ein Entwickler, der neu in einem Versicherungsunternehmen angefangen hat und dort auf eine Anwendung aus den 90ern gestoßen ist. Also, ne, Erinnerung, wir haben 2024, das sind jetzt dann ungefähr 30 Jahre. Diese Anwendung läuft auf einem längst überholten Betriebssystem und keiner weiß, wie man das Ding überhaupt migrieren soll. Oder eine IT-Administratorin aus einem Krankenhaus hat mir berichtet, dass sie herausgefunden hat, dass einige wichtige Daten allesamt in einer wirklich sehr alten Anwendung gespeichert waren, die nur eine einzige Person im Haus überhaupt versteht und die geht nächstes Jahr in Rente. Das sind, wie gesagt, 2 Beispiele von sehr vielen, aber sie zeigen, Legacy Software ist eigentlich in den meisten größeren Unternehmen vertreten. Es sind alle veralteten, oft sehr schlecht dokumentierten Systeme, Programme, Technologien, die aber irgendwo noch im Einsatz sind und oftmals dann auch leider geschäftskritische Prozesse am Laufen halten, weil die
wurden damals als erstes eben digitalisiert, weil sie so wichtig sind. Und genau das macht Legacy-Software auch so heimtückisch. Sie ist einerseits vollständig veraltet und eine tickende Zombie-Zeitbombe. Andererseits können aber viele Unternehmen dort nicht den Stecker ziehen, weil sie von diesen Systemen zu 100% abhängig sind. Und dann kommen wir als ITler ins Spiel. Wir müssen dann einen Weg finden, mit diesen Legacy-Zombies umzugehen, sie zu zähmen und idealerweise dann irgendwann auch durch was Moderneres ersetzen, bevor sie anfangen, wirklich ernsten Schaden anzurichten, durch beispielsweise Sicherheitslücken. Also vor dem Fix. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass man sich darum kümmert und die Zombies nicht einfach irgendwo im Keller einsperrt? Denn, naja, glaubt mir, es gibt einige echte Schätze zu heben oder eher Leichen im Keller zu finden. Also fangen wir mal mit dem Klassiker schlechthin an. Wartungs- und Aktualisierungsgeschwindigkeiten. Wer kennt's nicht? Man hat endlich mal ein System halbwegs am Laufen und dann kommt das böse Erwachen. Es muss gepatcht werden, aktualisiert werden, mit neuen Standards erweitert werden. Das ist bei modernen Anwendungen nicht immer einfach, aber oftmals weniger ein Problem. Da klickt man dann einfach auf Update oder Push und lehnt sich entspannt zurück. Aber bei Legacy-Software sieht das halt ein bisschen anders aus. Da kann man sich dann doch mal auf eine gewisse Odyssee gefasst machen, denn wie gesagt sind diese Systeme Jahre bzw. Jahrzehnte alt und vor allem sind sie dynamisch erweitert worden und immer wieder geflickt worden. Also das heißt nicht in einem Stück entwickelt worden, sondern zusammengeflickt, ohne dass irgendjemand das Ding meistens sauber dokumentiert hat. Und niemand weiß dann am Ende, was jeder einzelne Bestandteil eigentlich tut. Ich habe da zum Beispiel ein Trauma von einer C-Anwendung von 1992. Die ist tatsächlich so alt gewesen wie ich selbst. Da kommen dann plötzlich Abhängigkeiten zu anderen uralten Systemen zum Vorschein und plötzlich darf niemand mehr diese eine Bibliothek patchen, die eigentlich schon seit 10 Jahren nicht mehr maintained wird. Und manchmal weiß man nicht mal mehr, von was die eigentlich überhaupt abhängen. Oder man stellt fest, dass die Hälfte des Codes einfach komplett undokumentiert ist und die andere Hälfte hört sich dann eher an wie klingonisch als echte Kommentare. Kommentare wie "Do not touch, I don't know why it works, but it does" habe ich wirklich schon im Code gesehen. Und selbst wenn man es irgendwie schafft, die Änderung einzubauen, ohne dass alles in Flammen aufgeht, spätestens beim Testen fängt der Spaß dann so richtig an. Denn meist gibt es für Legacy-Systeme einfach gar keine richtigen Testumgebungen oder gar Prozesse dafür. Und da heißt es dann, Änderungen einspielen in das einzige System, was wir haben, und dann Daumen drücken, dass es nicht explodiert, weil es ist Production. Die Systeme werden also meist als eine Art Blackbox weiter betrieben und das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber das kann schon sein und sie werden dann von extern benutzt. Apropos Hoffen übrigens, das bringt uns direkt zum nächsten Problem. Die Dokumentation und vor allem das mangelnde Know-how. Ich habe es mal kurz angesprochen, aber hier nochmal richtig. Die durchschnittliche Legacy-Software ist ungefähr so gut dokumentiert wie die durchschnittliche Männerfreundschaft, nämlich gar nicht. Da gibt es dann dicke Ordner mit irgendwelchen vergilbten Aufdrucken, manchmal wirklich Ausdrucke, also Papier, auf denen irgendwelche Diagramme und irgendwelche anderen Notizen drauf sind. Oder man hat Glück und findet ein paar Kommentare, die sich dann als To-Do später ergänzen entpuppen. Ja, das Problem mit dem Know-how ist allerdings vor allem, es konzentrieren sich meist einige sehr wenige Personen auf dieses eine System, die schon wirklich sehr lange dabei sind. Und die kennen natürlich die Anwendung in- und auswendig. Aber wenn die im Urlaub sind oder gar in Rente gehen, dann hat man ein richtig großes Problem. Und ja, das ist jetzt gerade ein richtig großes Problem, denn aktuell gehen sehr viele von denen in Rente. Ich weiß nicht wieso, aber das scheint so richtig der Zeitpunkt gewesen sein, wo es angefangen hat in den Unternehmen mit der Digitalisierung und jetzt gehen die ganzen Leute in Rente, die diese Systeme manchmal betreuen. Und in diesem Reigen des Grauens geht es jetzt ein bisschen weiter. Kompatibilitätsprobleme sind da natürlich auch mit dabei. Legacy-Software ist ja nicht nur alt und manchmal auch ein bisschen eigenwillig. Die nutzt auch ganz gerne mal proprietäre Datenformate, manchmal Protokolle, die eigentlich schon nicht mehr verwendet werden oder eigene Protokolle oder gar Schnittstellen, die dann halt genauso standardkonform sind wie ein Hipster-Kaffee. Ja, gar nicht. Compliance war damals nämlich einfach noch nicht so viel Thema, wie es heute Thema ist. Die Anwendungen stammen also eigentlich aus der Wild West Zeit des Internets.
Und wenn man dann versucht, so ein Legacy-System mit einer modernen Anwendung irgendwie zu verkuppeln, dann ist das halt sehr, sehr schwer machbar und ungefähr so, als würde man einen Walzer mit einem Roboter tanzen. Viel Stolpern, wenig Harmonie, wobei, wenn ihr das letzte Video von mir gesehen habt, das könnte sich zumindest mit dem Roboter bald ändern. Für die Legacy-Software also heißt das relativ schnell, wir basteln eine Middleware, wir schreiben Konverter und hoffen, dass die Daten irgendwie dann dort reinkommen, ohne sich in Zombies zu verwandeln. Und wenn man Pech hat, stellt man dann nach 3 Monaten Schweißarbeit fest, dass das ganze Legacy-System eigentlich nur noch Müll produziert und, naja, die schöne neue Anwendung dann eigentlich gar nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Das Problem ist dann nämlich, ihr habt dem Zombie quasi Futter gegeben. Legacy-Software ist ja vor allem gewachsen, ja, weil man nur so einen Quickfix durchgedrückt hat, weil es schnell wieder laufen musste. Und so eine Middleware ist genau das. Ein weiterer Quickfix, der einem früher oder später den Arm abbeißen möchte. Und das meine ich relativ wörtlich, also sofern möglich natürlich. Sicherheitsrisiken. Legacy-Software ist ja quasi wie ein Oldtimer. Schön nostalgisch, aber eben auch mit den Sicherheitsstandards von heute nicht mehr so ganz kompatibel. Da wurden die Systeme halt noch entwickelt, als Firewall lediglich die Wand zwischen Serverraum und Kaffeeküche bezeichnet hat und Verschlüsselung, das kannte man vielleicht aus einem Spionagefilm. Und so kommt es dann dazu, dass Legacy-Systeme manchmal mehr Sicherheitslücken haben als Schweizer Käse Löcher. Da gibt es dann eben uralte Verschlüsselungsalgorithmen, über die in der Security mittlerweile gelacht werden. Und das Beste ist ja, oft wissen wir gar nicht, welche Risiken in diesen alten Zombies da eigentlich noch schlummern. Da heißt es dann oftmals, einfach hoffen, dass nicht gerade irgendein findiger Hacker mal auf die Idee kommt, an der richtigen Stelle zu bohren, wo dieses Legacy-System angebunden ist. Aber hey, selbst wenn nichts passiert, ein Spaß sind dann vor allem auch Sicherheitsaudits mit Legacy-Software. Da sitzen dann ja ein paar Security-Experten zusammen und versuchen sich zu erklären, warum man dieses Fossil immer noch betreibt und welche Maßnahmen man ergreift, um es einigermaßen abzusichern. Wie zum Beispiel, es am besten gar nicht mehr von außen ansprechbar machen. Und naja, viel Blabla, am Ende ändert sich meist gar nichts. Und damit sind wir eigentlich schon beim letzten Punkt angelangt. Hohe Betriebs- und Supportkosten. Legacy-Software ist ja nicht nur eine technische, sondern auch eine wirtschaftliche Herausforderung. Denn der Betrieb dieser Systeme kostet oftmals ein Vermögen. Und zwar nicht nur an Geld, sondern auch an Nerven. Mich zumindest. Da müssen dann speziell geschulte Admins her und ihr erinnert euch vielleicht, dass COBOL-Jobs gerade zu den bestbezahltesten Jobs in der ganzen IT gehören. Zumindest manchmal. Und das liegt genau daran. Die kennen die Eigenheiten dieser Anwendung und wissen, welche Knöpfe man drücken muss, damit das Ding eben nicht in die Luft fliegt. Und wenn dann doch was schief geht, dann kann man sich eben auf eine schöne Fehlersuche gefasst machen, die sich dann auch manchmal über Tage oder Wochen hinzieht und die man nur mit wirklich, wirklich viel Expertenwissen überhaupt schaffen kann. Oft sind die Hersteller dieser Legacy-Systeme schon lange vom Markt verschwunden. Oder sie haben die Unterstützung komplett eingestellt und dann heißt es eben, selbst ist der Admin. Und zwar nicht nur bei der Fehlersuche, sondern auch bei der Ersatzteilbeschaffung. Da werden dann wirklich manchmal auf eBay uralte Festplatten und Speicherriegel ersteigert, in der Hoffnung, dass man sie in dieses System anpassen kann. Und wenn man Pech hat, muss man die Teile dann noch von irgendwelchen seltsamen Händlern in irgendwelchen Hinterhofläden abholen. Okay. Das ist jetzt natürlich das Extrembeispiel schlechthin gewesen. All das zusammengenommen habe ich noch nie gesehen. Aber die einzelnen Bestandteile, die ich euch hier gesagt habe, alte Systeme mit Sicherheitslücken oder ganz komische Datenformate, all das habe ich schon so oft gesehen. All das gemeinsam wäre natürlich katastrophal, aber das würde niemand mehr betreiben können. Aber einzeln kommen die leider sehr oft vor. Und das heißt etwas für uns. Also wollen wir klären, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um? Also nachdem wir über diese ganzen technischen Tücken und Herausforderungen gesprochen haben, lasst uns Zeit, uns dem eigentlichen Herzstück dieses Videos zu widmen. Den Auswirkungen auf deine IT-Karriere. Denn, seien wir mal ehrlich, niemand von uns hat als kleines Kind davon geträumt, eines Tages irgendwann mal uralte COBOL-Systeme zu betreuen. Naja, eigentlich wollen wir ja wirklich einfach moderne Sachen machen. Mobile Apps entwickeln, Big Data, jonglieren oder irgendwelche KI-Systeme. Aber genau da liegt das Problem. Legacy-Software ist eigentlich erstmal gar nicht sexy. Wenn du in deinem Lebenslauf hauptsächlich Erfahrungen mit alten Technologien und Systemen vorweisen kannst, dann wird das für manche Arbeitgeber
nicht gerade intuitiv attraktiv wirken. Die denken sich dann, der Typ, der kann halt vielleicht COBOL und Fortran, das ist schön und gut, aber uns interessieren eigentlich viel mehr so Sachen wie Cloud und DevOps und Blockchain. Und schwupps landet die Bewerbung auf dem Stapel mit der Aufschrift vielleicht irgendwann mal später. Wenn ihr also mit Legacy arbeitet, dann kann das schon von Natur aus schlecht sein. Denn viele Arbeitgeber sehen Legacy erstmal nur als notwendiges Übel. Die wollen ja eher Geld für Innovation und neue Produkte und so weiter ausgeben, aber nicht dafür, irgendwas zu modernisieren, das ja eigentlich noch irgendwie läuft. Also es läuft zwar nur wie ein alter Hamster im Rad, aber es läuft ja. Aber es geht noch weiter. Legacy-Software kann noch eine echte Bremse für die persönliche Weiterentwicklung und natürlich auch die Spezialisierung sein. Denn wenn du den ganzen Tag damit beschäftigt bist, irgendwelche uralten Systeme am Laufen zu halten, dann bleibt natürlich sehr wenig Zeit und Energie vor allem, um dich mit neuen Technologien oder Trends zu beschäftigen. Und das kann sich auf Dauer rächen. Denn in der IT-Welt ist momentan mehr denn je gefragt, dass man mit der Zeit geht. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht dann mit der Zeit. Ihr versteht. Ja. Heißt im Klartext, wenn du technologisch stehen bleibst, dann kann das deine Karriere ziemlich ausbremsen. Du bist dann irgendwann eben irgendein einsamer Cowboy, der zwar jede Zeile Code in alten Systemen versteht und kennt vielleicht sogar, aber du hast halt wenig Ideen von den neuen, freshen Sachen und davon wenig Schimmer. Und das ist nicht nur uncool, sondern kann eben auch sich auf deine Karriere ziemlich abstrafend auswirken. Denn stell dir mal vor, die Firma entscheidet sich irgendwann wirklich, was ja was Gutes wäre, die alten Systeme abzuschalten und durch was Modernes zu ersetzen. Dann stehst du plötzlich mit dem ganzen Legacy-Know-how da und keiner braucht dich mehr. Aber bevor wir jetzt in Panik verfallen und irgendwelche alten COBOL-Bücher verbrennen, es gibt durchaus auch Chancen und Möglichkeiten, wie man aus Legacy-Software und der Arbeit damit was Gutes machen kann. Denn so unsexy diese Systeme vielleicht auch sein mögen, sie sind in vielen Unternehmen immer noch extrem wichtig und müssen auch am Laufen gehalten werden, zumindest für den Moment. Und genau dafür braucht es auch Spezialisten, die sich mit diesen Technologien auskennen. Wenn du es also schaffst, dir ein solides Legacy-Know-how aufzubauen und aber gleichzeitig den Anschluss an moderne Entwicklungen nicht verpasst, dann kannst du durchaus eine sehr gefragte und wertvolle, wichtige Ressource für sehr, sehr viele Unternehmen da draußen sein. Du bist dann also eher ein Brückenbauer zwischen alter Legacy-Welt und der neuen Welt, der Legacy-Systeme nicht nur betreuen kann, sondern eben auch schrittweise modernisiert und in moderne Software integriert. Und das macht sich bezahlt, sowohl finanziell als auch natürlich für die Karriere. Aber eins ist klar, das ist nicht einfach. Du musst einiges dafür tun und dich ständig weiterbilden. Und natürlich auch offen für Neues bleiben und proaktiv nach Möglichkeiten suchen, das Legacy-Wissen mit modernen Ansätzen zu kombinieren. So, und dafür habe ich hier ein paar Tipps. Also, hier ein paar Strategien im Umgang mit dieser speziellen Spezies von Software-Zombies. Denn eines ist klar, einfach wegrennen und hoffen, dass sie uns nicht beißen, das ist selten eine Option. Wir müssen uns dem Ganzen stellen und die Biester am besten bezwingen. Kurz gesagt, die Zombies müssen weg. Und das ist auch wirklich so der Ansatz, den man hier mit Legacy-Software verfolgt. Und die erste Waffe in unserem Arsenal ist, klar, die schrittweise Modernisierung und Migration. Denn auch wenn unsere Legacy-Systeme zäh wie altes Leder sind, irgendwann kommt der Punkt, an dem wir sie sanft ins Altersheim begleiten und durch was Frisches, Knackiges ersetzen müssen. Aber Achtung, das ist oft eben nicht gerade einfach. Denn bei so einer Migration kann natürlich eine ganze Menge schiefgehen. Man kann Daten verlieren, man kann Nutzer sehr wütend machen, glaubt mir, und man kann manchmal sogar das gesamte System zum Ausfallen bringen. Und genau deshalb ist es extrem wichtig, dass man hier in kleinen, schönen Etappen vorgeht, sorgfältig alles plant und testet und ja nicht die alte Software abschaltet, bevor die neue nicht zu 110% funktioniert. Sonst heißt es ganz schnell, Houston, wir haben ein Problem. Und zwar ein richtig fettes. Migration heißt, dass ihr schrittweise alles in ein neues System überführt. Dazu braucht man natürlich ein gutes Verständnis der alten Software und gleichzeitig muss man mit neuen, modernen Technologien umgehen können, in denen das neue System dann läuft. Ein bewährter Trick ist auch der Einsatz von Bridges oder Schnittstellen. Die sind sowas wie eine Art Dolmetscher zwischen alter und neuer Welt. Sie sorgen dafür, dass unsere Legacy-Systeme
mit den modernen Anwendungen quatschen können, ohne dass es irgendwelche Missverständnisse oder gar Handgreiflichkeiten gibt. Hatten wir ja auch schon mal ganz kurz angerissen vorhin. Und das große Problem dabei ist also, dass ja dann immer noch alles von diesem Legacy-System abhängt. Eine weitere Strategie ist erstmal, die Altlasten wegzustrangulieren. Ja, klingt erstmal brutal, ist aber eigentlich ganz pragmatisch. Die Idee ist super simpel. Anstatt zu versuchen, das Legacy-System auf einen Schlag zu ersetzen, bauen wir tatsächlich Stück für Stück neue, moderne Services drumherum. Diese Services übernehmen dann nach und nach immer mehr Aufgaben von dem alten Legacy-Ding, bis alles, was im alten System mal drin war, alles völlig überflüssig wird. Stellt euch das bildlich vor. Wir schnüren dem Legacy-Zombie quasi die Luftröhre ab, indem wir ihm seine Lebensaufgaben wegnehmen. Mit jedem Service ziehen wir ein bisschen mehr an der Schlinge, ziehen wir die Schlinge quasi ein bisschen fester zu, bis der Zombie dann irgendwann röchelnd zusammenbricht und wir können ihn beerdigen. I don't know. Ich mag das Bild vielleicht ein bisschen zu sehr. Das tut mir sehr leid. Egal. Der große Vorteil dabei ist aber natürlich, dass wir nicht alles auf einmal umstellen müssen. Wir können in kleinen, kontrollierbaren Schritten vorgehen und so das Risiko minimieren. Die neuen Systeme testet ihr natürlich sehr ausführlich und zieht immer nur Schritt für Schritt um. Und wenn doch mal was schief geht, dann betrifft es ja nur einen sehr kleinen Teil des Systems und nicht gleich die ganze Firma. Und da kommen auch ganz gerne mal solche Brücken bzw. Bridges zum Einsatz. Wenn ihr im alten Ding eine Datenbank habt, dann könnt ihr die natürlich über eine Bridge sozusagen in das neue System mit rein migrieren. Und die können dann auch eine Weile beide laufen. Das heißt, ihr könnt das neue System für ein paar Leute freischalten, während das alte System weiterläuft. Und beide synchronisieren quasi ihre Datenbank, wodurch es nicht zu Ausfällen kommt. Allerdings hat die Sache natürlich auch ein paar Haken gleich. Zum einen kann es wirklich sehr, sehr lange dauern, bis wir den ganzen Legacy-Zombie erdrosselt haben. Das hört sich seltsam an. Wir müssen also einen sehr langen Atem haben und dürfen nicht auf halber Strecke aufgeben. Zum anderen besteht die Gefahr, dass wir uns in gewisser Weise verzetteln und am Ende ein sehr wildes Durcheinander aus neuen Systemen haben, die irgendwie auch zusammengeflickt sind. Da müssen wir sehr, sehr gut aufpassen, dass wir den Überblick behalten und nicht Frankensteins Legacy-Zombie bauen. Das will wirklich niemand. Dafür ist es eben sehr sinnvoll, die Legacy-Software zu zerlegen in kleine handhabbare Brocken. Ihr kennt dieses Prinzip eigentlich auch schon aus den Algorithmen. Divide and Conquer. Heißt ganz konkret, wir identifizieren einzelne Module, Funktionen oder Datenbereiche, die wir ersetzen oder modernisieren können. So können wir uns dann Stück für Stück vorarbeiten, ohne gleich das ganze System auseinanderzunehmen. Und das hat den Vorteil, dass wir uns kleine, überschaubare Aufgaben schaffen und darauf konzentrieren und schneller Ergebnisse sehen können. Außerdem ist es psychologisch natürlich auch oft einfacher, viele kleine Erfolgserlebnisse zu feiern, als ewig auf dieses eine Gesamtding hinzuarbeiten. Aber das große Problem ist, das kostet sehr, sehr viel Geld und Zeit. Das kann sich auf lange Sicht natürlich sofort lohnen, aber man muss das auch in gewisser Weise seinen Chefs verkaufen können. Denn je schneller und reibungsloser wir unsere Legacy-Leichen loswerden, desto mehr Zeit und Nerven sparen wir uns am Ende einfach. Und genau deswegen kann Legacy-Software auch tatsächlich ein Karriere-Booster sein. So sehr wir die Legacy-Zombies vielleicht auch fürchten oder bekämpfen wollen, sie können auch unsere besten Freunde sein, wenn es um unsere Karriere geht. Denn sowas wird immer passieren. Wenn ich kurz vor der Rente bin, wird meine Software auch modernisiert werden müssen. Das ist eigentlich ein Prozess, den man die ganze Zeit am Leben halten muss. Denn in einer Welt, in der alle plötzlich nur noch Cloud, KI und Blockchain reden, sind natürlich dann auch irgendwann die Leute, die sich mit guten alten Systemen auskennen, wieder heiß begehrt. Und niemand sagt übrigens, dass ihr nicht Cloud, KI und Blockchain mit integrieren dürft oder gar benutzen dürft für eure Arbeit. KI kann super Code lesen zum Beispiel, auch alten Code. Stellt euch also eher so vor. Ihr seid die einsamen Ritter, die mutig in verrottete Koboldruinen vordringen, um die dort verborgenen Datenschätze zu heben. Ihr seid die Archäologen der IT, die in den Hieroglyphen uralter Assembler-Codes lesen können. Ihr seid die Zauberer, die auch die störrischsten Mainframe-Monster zähmen und in funkelnde Cloud-Schlösser verwandeln können. Und ja, all diese Metaphern habe ich nur genutzt, um euch mal wieder zu zeigen, wie geil eigentlich KI-Bilder in Midjourney Version 6 sein können. Klingt cool, oder? Ist es aber auch. Denn als Legacy-Experten habt ihr eigentlich eine Art Alleinstellungsmerkmal, das euch für sehr viele Unternehmen interessant macht.
Denkt mal drüber nach. Fast jede größere Firma hat irgendwo noch ein paar alte Zombies im Keller, die sie nicht so einfach loswerden kann. Und das wird auch immer so bleiben. Und irgendjemand muss sich dann eben um diese Zombie-Patienten kümmern, sie hegen und pflegen und langsam in die moderne Welt überführen. Und wer könnte das besser als ihr, die ihr die Sprache dieser Untoten sprecht und ihre Macken und Marotten kennt. Ihr seid quasi die Dompteure der digitalen Dinos und das lassen sich viele Firmen gerne was kosten. Aber es geht noch weiter. Als Legacy-Experten seid ihr nicht nur gefragte Einzelkämpfer, sondern auch sehr begehrte Berater und Unterstützer für Unternehmen, die ihre eigene IT-Landschaft modernisieren wollen. Denn ihr wisst, worauf es eigentlich bei einer erfolgreichen Transformation ankommt. Auf sorgfältige Planung, schrittweise Umsetzung und vor allem jede Menge Geduld und Fingerspitzengefühl. Stellt euch vor, ihr kommt als strahlender Ritter in die dunklen Kellergewölbe der Firmen-IT und erklärt den verzweifelten Managern, wie sie ihre Legacy-Drachen zähmen und in treue Diener einer modernen Softwarearchitektur verwandeln können. Ihr seid dann die Helden, die das scheinbar Unmögliche möglich machen. Und ganz nebenbei werdet ihr, wie gesagt, noch ordentlich bezahlt. Und das Beste ist, der Bedarf an Legacy-Know-how ist riesig. Denn so sehr sich alle nach schicken neuen Lösungen sehen, die alten Systeme werden uns noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Schätzungen zufolge werden auch im Jahr 2030 noch mehr als die Hälfte aller Geschäftsanwendungen auf Legacy-Code basieren. Das heißt aber auch, wer sich als Legacy-Experte positioniert und seine Skills ordentlich vermarktet, der hat erstmal ausgesorgt. Und das gilt nicht nur für crusty old COBOL-Coders, sondern auch für uns, die eigentlich noch relativ jung sind, die sich mutig in die Untiefen alter Systeme stürzen. Und dann vielleicht auch irgendwann später Python-Anwendungen zu Legacy gehören und das auch refactored werden muss. Denn für euch ist Folgendes wichtig. Ihr könnt nicht nur Legacy, sondern ihr könnt eben auch modern. Ihr versteht alte Systeme, aber ihr könnt sie auch in moderne Systeme und Ansätze übersetzen. Das ist nicht einfach und es erfordert jede Menge Frustrationstoleranz, aber wie jeder Dark Souls Boss kann das auch erledigt werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. An der Stelle nochmal eine ganz kurze Erinnerung, dass du noch meinen Newsletter und meine neue Website auschecken solltest, falls du das noch nicht gemacht hast, ist unten in der Beschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.